Cecus Carneliana Kollektiv. Das Cecus Carneliana Kollektiv ist eine aktive, foundation-feindliche Organisation, die das Ziel der Befreiung der sichergestellten empfindungsfähigen SCPs verfolgt. Die Mitgliederzahl ist bis jetzt unbekannt, wird jedoch ungefähr auf geschätzt. Angeführt wird das Cecus Carneliana Kollektiv von den sogenannten Zweigen und einem Stamm. Als Untertanen dienen diesen die Früchte und Blätter. Es ist bekannt, dass die Zweige aus 11 verschiedenen Individuen bestehen, während der Stamm eine Art Anführer repräsentiert. Auch wenn dieser eine bestimmte Führkraft ausübt, ist der Stamm ein Teil der Zweige. Die Früchte fungieren als Untergebene und werden von den Zweigen erschaffen, die Blätter wiederum werden von den Früchten hervorgebracht. Am 1900 ereignete sich der Vorfall DEB 33, dank welchem sich das Kollektiv erfolgreich in das Rampenlicht der Foundation gerückt hat. Alle Mitglieder sind entweder anomal oder besitzen anomale Fähigkeiten. Diese sind im Allgemeinen als anomale Objekte zu betrachten. Die interne Infrastruktur ähnelt dem philosophischen Aufbau eines Baumes. Auffällig sind auch die Namen der Zweige sowie des Stammes. Jedes Mitglied der Zweige trägt einen Namen aus dem Sephiroth und besitzt entsprechende Fähigkeiten. Der Stamm hört auf dem Namen Keter. Kethers Fähigkeiten sind zum momentanen Zeitpunkt unbekannt. Sämtliche Zweige sind lebendige Individuen. Alle Mitglieder von Cecus Carneliana teilen die Eigenschaft der Emotionslosigkeit unter sich. Einigen Berichten nach kann jedoch eine unbekannte Mitgliederzahl Emotionen imitieren, um so die Kommunikation mit Außenstehenden zu erleichtern. Es kommt öfters zu Vorfällen in deutschen Standorten der Foundation, bei denen die Mitglieder von Cecus Carneliana entweder die Ursache des Vorfalls sind oder einen Eindämmungsbruch verursachen. Sämtliche Aktionen von dem Kollektiv finden auf dem zentraleuropäischen Gebiet statt. Im Falle der Erweiterung dieser auf ein größeres Aktionsgebiet wird die auf das Kollektiv spezialisierte MTF-Einheit DE22I Lichterkette eingesetzt, um die Mitglieder zu ergreifen. Aus unbekannten Beweggründen heraus begab sich SCP-032-DE zu einem Standort des deutschen Zweiges der Foundation und gab einen großen Teil der Informationen über den Cecus Carneliana Kollektiv weiter. Es ist bekannt, dass das Kollektiv Wissen über die Foundation an die Öffentlichkeit und einige Interessengruppen weitergab. Es ist zum derzeitigen Standpunkt nicht bekannt, wo sich die Mitglieder von Cecus Carneliana aufhalten. Die Möglichkeit eines fixierten Aufenthaltsortes der Mitglieder wird in Betracht gezogen. Wo die Mitglieder sowie das Kollektiv an sich hergekommen entstanden sind, ist nicht bekannt. Mitglieder. Vorwort. Hier werden die bekannten Mitglieder von dem Cecus Carneliana Kollektiv aufgezählt. Manche der bekannten Individuen besitzen zurzeit keine SCP-Klassifizierung. Stamm. Bezeichnung Keter, die Krone, Klassifizierung unbekannt, SCP-Nummer unbekannt, Fähigkeit unbekannt, Datum des ersten Kontaktes unbekannt, Beschreibung unbekannt, fungiert als eine Art Anführer des Kollektivs. Zweige. Bezeichnung Darth, das Wissen, Klassifizierung Keter, SCP-Nummer SCP-032-DE, Fähigkeit Teleportation, Verschärfung der Sinne, ausführliches Wissen über die Foundation, Weitergabe von gesammelten Informationen, womöglich über psychische Einwirkungen, Datum des ersten Kontaktes 1900. Beschreibung SCP-032-DE ist Teil der Zweige des Cecus Carneliana Kollektivs. Bezeichnung Hoth, Majestät, Klassifizierung Keter, SCP-Nummer SCP-089-DE, Fähigkeit Umformung von Maschinen bei Berührung immun gegen EMPs. Erschaffene Diener gehorchen Hoth. Datum des ersten Kontaktes 1900. Beschreibung SCP-089-DE ist Teil der Zweige des Cecus Carneliana Kollektivs. Früchte. Bezeichnung Vivien, Klassifizierung unbekannt, SCP-Nummer unbekannt, Fähigkeit unbekannt, Erstellen von Blätter in Form von Steinskulpturen, Datum des ersten Kontaktes unbekannt, Beschreibung unbekannt, eine Frucht. Blätter. Bezeichnung der singende Diener, Klassifizierung Euklid, SCP-Nummer SCP-020-DE, Fähigkeit Singen, was für das Anlocken für Opfer dient, Verzehr von Opfer, Datum des ersten Kontaktes 2000. Beschreibung SCP-020-DE, ein Blatt, erschaffen von der Frucht Vivien. Abtrünnige Mitglieder. Ehemalige Bezeichnung Malkuth, das Königreich, Klassifizierung unbekannt, SCP-Nummer unbekannt, Fähigkeit unbekannt, zeigte die Fähigkeit, Objekte steuern zu können, als wären sie lebendig. Zuweilen auch die Kontrolle von echten Lebewesen.
Datum des ersten Kontaktes, 20. Juni 2000. Beschreibung, humanoid, ca. 1,8 Meter groß. Durchschnittliches Aussehen, trägt Handschuhe und eine Maske. War zeitweilig Teil der Zweige des Cecus Carneliana Kollektivs. Grund für die Abtrünnigkeit ist unbekannt. Momentane Situation ist unbekannt. Agiert wahrscheinlich unter einem anderen Namen. Beziehungen zu anderen Interessengruppen. Vorwort. Das Cecus Carneliana Kollektiv schaffte es, sich einer großen Zeitspanne über vor vielen Interessengruppen sowie der SCP Foundation an sich zu verbergen. Ging jedoch an die Öffentlichkeit, nachdem der deutsche Zweig eine gewisse Anzahl an SCPs sicherstellen konnte. Momentan gibt das Kollektiv aus unbekannten Gründen heraus Wissen über sich weiter. SCP Foundation. Datum des ersten Kontaktes. 1900. Beziehung feindlich. Beschreibung der Beziehung. Das Cecus Carneliana Kollektiv ging erstmals mit der SCP Foundation in Kontakt, als sich ein Vorfall in einem Standort des deutschen Zweiges ereignete. Seitdem verhielt sich das Kollektiv äußerst feindlich gegen die Foundation und ging aktiv gegen diese vor. Momentan versucht die SCP Foundation, die Mitglieder des Kollektivs einzudämmen. Die Magierakademie. Datum des ersten Kontaktes unbekannt. Beziehung schlecht. Beschreibung der Beziehung. Die Magierakademie wird momentan von dem Kollektiv nicht als feindlich gesehen, da Cecus Carneliana sich nicht direkt für die Magierakademie interessiert. Jedoch entstehen immer öfter Begegnungen. Früher oder später wird es zu einer Auseinandersetzung zwischen den beiden Interessengruppen kommen. Raptor Tech Industries. Datum des ersten Kontaktes. 2000. Beziehung neutral. Beschreibung der Beziehung. Auch wenn die beiden Gruppen über sich gegenseitig im Klaren sind, halten diese voneinander Abstand. Der Erstkontakt gelang mit Hilfe von SCP-032-DE. Der RTI wurde die Neutralität zwischen den beiden Interessengruppen versichert. Da RTI anscheinend versucht, weitere Informationen über das Kollektiv in Erfahrung zu bringen, wird diese von Cecus Carneliana überwacht. Cecus Carneliana will die Verbreitung der Informationen in der Kontrolle des Kollektivs haben. Das Vierte Reich. Datum des ersten Kontaktes unbekannt. Beziehung neutral. Beschreibung der Beziehung. Das Kollektiv hegt keine feindlichen Absichten gegen das Vierte Reich, schließt jedoch ebenso keine Allianzen. Cecus Carneliana hegt Interesse an den Beschwörungstechniken von 4R. Abteilung 25. Datum des ersten Kontaktes unbekannt. Beziehung. Früher feindlich. Beschreibung der Beziehung. Cecus Carneliana ging gegen die Abteilung 25 aktiv vor und versuchte, die gefangen genommene Subjekte zu befreien. Scheiterte jedoch oft daran, die Standorte der Abteilung ausfindig zu machen. Selten kam es vor, dass Mitglieder von CC von der Abteilung 25 gefangen genommen wurden. Allerdings gaben diese aus der Loyalität zum Kollektiv nicht viele Informationen weiter. Ein momentanes Mitglied der Zweige wurde von der Abteilung 25 erschaffen. Das Kollektiv sucht heutzutage immer noch nach empfindungsfähigen Objekten, die von der Abteilung 25 gefangen gehalten wurden. Die von der Abteilung hinterlassenen Objekte interessieren Cecus Carneliana jedoch nicht. Mit Cecus Carneliana Kollektiv assoziierte Artikel. SCP-020-DE Der singende Diener. SCP-032-DE Informant. SCP-049-DE Am Anfang der Nadel. SCP-071-DE Am Ende der Nadel. SCP-089-DE Das Athena-Projekt.